Aktion zum Gedenktag der Psychiatrietoten seit dem Jahr 2000. Jetzt, 18 Jahre später, machen wir das eben immer noch regelmäßig. Das ist eigentlich eine der ganz seltenen Veranstaltungen, wo darauf hingewiesen wird, dass die Psychiatrie nicht heilt, sondern vor allen Dingen Leid verursacht. Diese Toten lassen sich zählen, das ist im statistischen Jahrbuch nachlesbar. Es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis das in den Massenmedien zu lesen ist. Vielleicht dauert es auch einige Jahrhunderte, manchmal ist das so. Ja, wir haben mit dieser Aktion die Idee gehabt, dass jeder Luftballon für einen Menschen steht, der in der Psychiatrie oder durch das psychiatrische System zu Tode kam. Und zwar ist so eine Geste, sozusagen vereinzelte Dramen, die oft gar keinen Raum finden, zusammenzubringen. Also ich persönlich mag halt diesen Moment, dass sie einmal so in den Himmel steigen und fliegen und irgendwie sowas von Freiheit haben. Aber ich mag irgendwie auch den Moment, dass sie runterkommen und als Anklage auch vielleicht noch von Menschen gelesen werden. Sarah 28, ein freiheitsliebender, kreativer, spiritueller und wacher Geist in einer Krise nach Transformation strebend, im Klinikum Rothenburg und im Klinikum Eppendorf ausgeliefert. Am meisten litt Sarah am Verlust ihres Gefühls und der Taubheit unter der zwangsweise verabreichten Medikamenten. Nach 2 Jahren psychiatrisierten Leben suizidierte sie sich 2016. Laye Alana Condé, 35 Jahre. Durch Brechmittel wurde Laye Alana 2005 im Bremer Polizeigewahrsam getötet. Ohne Namen, 24.08.2011 in Berlin.